Herzlich willkommen. Wir sind die Abteilung Osteuropäische Geschichte an der Universität Bonn. Wir begrüßen alle, die sich über die Geschichte der Ukraine informieren möchten. Uns geht es wie Ihnen. Seit Putins Angriff auf die Ukraine am 24. Februar sind unsere Gedanken bei den Menschen der Ukraine, die den Krieg erleiden und ihr Land verteidigen. Präsident Wladimir Putin hat in seiner Fernsehansprache am 21. Februar der Ukraine ihr Existenzrecht abgesprochen. Sie habe keine eigene Geschichte, sei keine Nation und dürfe als Staat nicht existieren. Der Angriff Russlands auf die Ukraine schockierte und schockiert nach wie vor. Überraschen konnte er allerdings angesichts von Putins Äußerungen nicht. Ukrainerinnen und Ukrainer verteidigen seit 2 Wochen tapfer und bislang mit großem Erfolg ihr Land. Im Unterschied zu den Soldaten Russlands wissen sie, wofür sie kämpfen: ihre Heimat und ihren Staat. Dabei stärken ihnen die lange Geschichte ukrainischer Nationsbildung und die jüngere Zeitgeschichte den Rücken. Von dieser Geschichte wollen wir in unserem Video erzählen. Im 19. Jahrhundert war die ukrainische Nationalbewegung eine von vielen in Europa. Alle europäischen Nationen haben sich in der Neuzeit ihre eigenen Ursprungserzählungen zurechtgelegt. Die UkrainerInnen sehen die Ursprünge ihrer Geschichte im mittelalterlichen Reich von Kiew, der Kiewer Rus. Kiew war das Zentrum eines Reiches, das vom 9. bis ins 13. Jahrhundert von der Ostsee bis an das Schwarze Meer reichte. Der Handel in der Kiewer Rus war eine wichtige Verbindung zwischen Europa und Asien im Mittelalter. Neben den Ukrainern beanspruchen jedoch auch die Russen die Kiewer Rus als Wiege ihrer Geschichte und ihrer Staatlichkeit. Sowohl in Kiew als auch in Moskau stehen bis heute Denkmäler für den Fürsten Wolodymyr und Wladimir, wie er auf Russisch heißt. Sie sind ein Sinnbild für den bis heute anhaltenden ukrainisch-russischen Streit um das Kiewer Erbe. Diese Konkurrenz erinnert an den deutsch-französischen Streit um den historischen Erbanspruch auf das Frankenreich Karls des Großen. Im deutsch-französischen Verhältnis spielt dieser Erbstreit schon lange keine Rolle mehr. Im 19. Jahrhundert lebten Ukrainer in 2 Reichen. Im Westen der Ukraine in Galizien, das damals zum Habsburgerreich gehörte, und in der zentralen und östlichen Ukraine im russischen Zarenreich. Die Handlungsmöglichkeiten für die ukrainische Nationalbewegung unterschieden sich. Im Habsburgerreich stärkte die Wiener Reichszentrale die ukrainische Nationalbewegung als Gegengewicht gegen den polnischen Adel und die polnische Nation. Im Zarenreich hingegen waren Vertreter der russischen Nation der Ansicht, die Ukrainer seien keine eigenständige Nation, sie gehörten vielmehr gemeinsam mit den Belarussen und den Russen zur sogenannten Großen Russischen Nation. Eine Vorstellung, die dieser Tage Wladimir Putin aufgreift. Die Idee der Großen Russischen Nation lag im späten Zarenreich schließlich dem Verbot aller ukrainischsprachigen Publikationen zugrunde. Die ukrainische Nationsbildung hat das jedoch nicht dauerhaft unterdrücken können. Aus dem 19. Jahrhundert sind viele Kulturgüter und literarische Werke überliefert, die von der Lebendigkeit der ukrainischen Sprache und Kultur Zeugnis ablegen. Dazu gehören die Werke des Schriftstellers Taras Schewtschenko und die Übersetzung der Bibel ins Ukrainische. Sie weist diese Sprache als Hochsprache aus. Dies gilt sowohl für Luthers Bibelübersetzung im 16. Jahrhundert ebenso wie für die ukrainische im 19. Jahrhundert. Auch die erste ukrainische Grammatik von 1818 zeugt von der Ausgereiftheit der ukrainischen Sprache. Wiederholt haben Ukrainer in der Neuzeit versucht, einen eigenen Staat zu gründen. Im 16. und 17. Jahrhundert lagen ukrainische Länder in der Adelsrepublik Polen-Litauen. 1648 erhoben sich die ukrainischen Saporoger Kosaken unter ihrem Hetman Bohdan Chmelnyzki gegen die Herrschaft des polnischen Adels. Die Kräfte des Aufstandes reichten nicht aus, um sich gegen das Militär der Adelsrepublik durchzusetzen. Die ukrainischen Kosaken waren schließlich auf die Hilfe des Moskauer Staates angewiesen, mit dem sie 1654 einen Bündnisvertrag schlossen. Bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts genoss dann das sogenannte Hetmanat der Kosaken Autonomie im Zarenreich. Zwischen den großen Mächten Polen-Litauen und Russland war der Staatsgründungsversuch von 1648 gescheitert. Diese Geschichte wiederholte sich in abgewandelter Form ausgangs des Ersten Weltkriegs. Die Zusammenbrüche des Habsburgerreiches und des Russischen Reiches 1917 und 1918 nutzten Ukrainerinnen für neue Staatsgründungsversuche. Sie scheiterten an der Zahl und Stärke ihrer Widersacher. Erst hielt das Deutsche Kaiserreich die Ukraine unter seiner Hegemonie. Dann erhob das als Staat 1918 wieder gegründete Polen Gebietsansprüche.
Und schließlich konnten sich die Ukrainer nicht gegen die militärische Übermacht der Bolschewiki nach der Revolution in Russland behaupten. 1921 fanden sich Ukrainerinnen abermals in verschiedenen Staaten wieder, als Minderheiten in Polen, der Tschechoslowakei, Ungarn und Rumänien. Die Mehrzahl jedoch lebte in der ukrainischen Sowjetrepublik, die 1922 zu den Gründungsrepubliken der Sowjetunion gehörte. Die revolutionäre Demokratie Russlands muss, wenn sie wirklich revolutionär und wirklich demokratisch sein will, mit der Vergangenheit brechen. Sie muss das brüderliche Vertrauen der Arbeiter und Bauern in der Ukraine wiedergewinnen. Das sagte Wladimir Lenin im Juni 1917. Der nationalitätenpolitische Kurs der frühen Sowjetunion war in der Tat auf so einen Vertrauensgewinn ausgelegt. Die Korenisatia, das bedeutet Einwurzelung oder Indigenisierung, hatte die Stärkung der einheimischen Kultur im Vielvölkerstaat der Sowjetunion zum Ziel. So sollten nicht-russische Völker und ethnische Minderheiten in Parteikader integriert werden und zu Befürwortern der sowjetischen Weltanschauung werden. Schulunterricht fand auf Ukrainisch statt und die Rote Armee nutzte die ukrainische Sprache, um Bauern und Intellektuelle für sich zu rekrutieren. In der Stadtverwaltung wurden Quoten für nicht-russische ethnische Minderheiten eingeführt und zudem fand nationale Kultur, Kleidung, Feiertage, Feste, Literatur und Kunst wieder einen sehr großen Raum in der Gesellschaft. Die Presse arbeitete auf Ukrainisch und die Alphabetisierungsrate des Landes stieg rasch an. Die ukrainische Bevölkerung stand jahrelang zwischen Polonisierung und Russifizierung. Die 1920er waren eine erste starke Blütezeit der ukrainischen Sprache und Kultur. Seit Beginn der 1930er Jahre wandte sich die Sowjetunion unter der Führung von Josef Stalin zunehmend von der Korenisatia-Politik und der Ukrainisierung ab. Für Stalin war diese Ukrainisierung eben nur ein kurzfristiges strategisches Mittel, um die Sowjetmacht in der Ukraine zu festigen. Holodomor. Das bedeutet Tötung durch Hunger. Als Holodomor bezeichnet man die Hungersnot der 1930er Jahre in der Ukraine. 1928/29 begann in der Sowjetunion unter der Herrschaft von Josef Stalin die Zwangskollektivierung. Ihr Ziel war die Enteignung der unabhängigen Bauernschaft und ihr Beitritt in sowjetische Kollektivwirtschaften. Stalin nahm hierbei nicht nur den Tod von Millionen Menschen in Kauf, er führte ihn gezielt herbei, um seine Politik durchzusetzen. Im Rahmen der Dekulakisierung wurden Bauern vertrieben, deportiert oder hingerichtet. Deklariertes Ziel der Sowjetmacht war es, die Kulaken als Klasse zu liquidieren. Die Sowjetmacht verstand hierbei unter Kulaken wohlhabende Bauern, aber allerdings ist es ein ideologisch konstruiertes Feindbild, was so in der Realität nicht existiert hat. Zudem sollten Bauern enorm hohe Raten in der Getreideproduktion einhalten, wovon dann das meiste an die sowjetische Administration vor Ort abgegeben werden musste. Das Resultat dieser Politik war eine Hungersnot in den Jahren 1932 bis 1933, der schätzungsweise 3,5 bis 4 Millionen UkrainerInnen zum Opfer gefallen sind. Während die Hungersnot wütete, fanden zeitgleich Repressionen gegen ukrainische Parteikader und Intellektuelle statt. Bis zum Zerfall der Sowjetunion und der Unabhängigkeit der Ukraine im Jahre 1991 wurde der Holodomor verschwiegen. Es gab keinerlei wissenschaftliche Aufarbeitung und die sowjetischen Behörden bemühten sich, jegliche Spuren des Hungertodes zu verwischen. Die Ukraine selbst stuft den Holodomor als Genozid ein und bemüht sich eben auch auf internationaler Ebene, diese Anerkennung zu erlangen. Der Holodomor ist ein zentraler Bestandteil der nationalen Geschichte und der Identität des Landes. Der Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion begann mit dem Bombardement von Kiew am 22. Juni 1941. Das Ziel des Unternehmens Barbarossa war die Vernichtung des sowjetischen Judentums, der Gewinnung von Lebensraum im Osten und die Versklavung und Ausbeutung lokaler Bevölkerung. In der NS-Ideologie spielte das Feindbild des jüdischen Bolschewisten eine zentrale Rolle. Und durch den Erlass kriegsverbrecherischer Befehle gegen die Zivilbevölkerung der besetzten Gebiete führte Deutschland einen Vernichtungskrieg, der 27 Millionen Menschen das Leben kostete, wovon die Mehrheit Zivilisten waren. Die Ukraine stand komplett unter deutscher Besatzung. Bereits im Herbst begann die Massenerschießung der jüdischen Bevölkerung, Holocaust durch Kugeln. Allein am 29. und 30. September 1941 erschossen in Babyn Jar in der Nähe von Kiew deutsche Einsatzkommandos 33.000 jüdische Menschen, Männer und Frauen, Kinder und Greise. Vernichtung der geisteskranken und genozidale Gewalt gegen Roma und Romja waren an der Tagesordnung. Während die Männer in der Armee dienten, bestand die besetzte Gesellschaft mehrheitlich aus Frauen und Kindern. Und ab 1942 begann die Massendeportation zur Zwangsarbeit. Über 2 Millionen junge Ukrainerinnen und Ukrainer wurden in NS-Deutschland als Arbeitssklaven ausgebeutet.
In den letzten 2 Kriegsjahren radikalisierte sich die Gewalt auch gegen nicht-jüdische Ukrainer. Im Rahmen des sogenannten Partisanenkampfes wurde ganze Dörfer samt Einwohner eingekreist, Menschen erschossen oder lebendig verbrannt. Das ukrainische Dorf Korjukivka, in dem 7000 Zivilisten auf diese Weise ermordet wurden, ist jedoch bei uns in Deutschland kaum bekannt. In dieser Radikalisierung des Krieges kämpfen Ukrainerinnen und Ukrainer an verschiedenen Fronten. Die Organisation ukrainischer Nationalisten verfolgte das Ziel, zwischen der deutsch-sowjetischen Front einen ethnisch homogenen ukrainischen Nationalstaat zu gründen. Sie versuchten dieses Ziel zu erreichen, indem sie 1943 in Volynien mehrere tausend Polen ermordeten. Bis in diese frühen 1950er Jahre leistete die OUN Widerstand gegen die Sowjetherrschaft, musste sich ihr aber dann unterordnen. Ihr führender Kopf Stepan Bandera wurde 1959 im Exil München vom sowjetischen Geheimdienst ermordet. In der Roten Armee und in den Partisanenverbänden kämpften Ukrainerinnen und Ukrainer Seite an Seite mit Russen und Russinnen sowie anderen Völkern der Sowjetunion gegen den Aggressor. Sie verteidigten ihre Heimat gegen die deutschen Besatzer, befreiten Vernichtungslager und trauerten zusammen um die ermordeten Angehörigen. Deswegen trägt Deutschland nicht nur gegenüber Russland, sondern auch vor der Ukraine eine besondere historische Erinnerungsverantwortung. Bei einem Referendum stimmten am 1. Dezember 1991 92% der Menschen in der Ukraine für die Unabhängigkeit. Alsbald einigten sich Russland, die Ukraine und Belarus darauf, die Sowjetunion aufzulösen. Ein jahrhundertealter ukrainischer Traum war in Erfüllung gegangen. Ein eigener ukrainischer Staat war gegründet. Die Ukraine stellte mit ihrer historischen und kulturellen Vielfalt eine Brücke zwischen Ost und West dar. Die Architekturen der ukrainischen Städte rufen die Zeitschichten der ukrainischen Geschichte in Erinnerung. Die Sophienkathedrale und das Höhlenkloster in Kiew lenken den Blick zurück in die Geschichte der Kiewer Rus. Das Reiterdenkmal von Bohdan Chmelnyzkyj vor der Sophienkathedrale erinnert an den Kosakenaufstand und Staatsgründungsversuch von 1648. Sowjetische Architekturen in Charkiw im Osten der Ukraine rufen die 1920er und 30er Jahre in Erinnerung, als Charkiw die Hauptstadt der ukrainischen Sowjetrepublik war. Das Universitätsgebäude in Lviv im Westen der Ukraine lenkt unseren Blick zurück auf die Zeit, als die Stadt auf den Namen Lemberg hörte und zum Habsburger Reich gehörte. Die Ukraine ist ein Land der Sprachenvielfalt. Es funktioniert vor allem zweisprachig, ukrainisch und russisch. Auch Juden und Krimtataren leben in der Ukraine. Alle gemeinsam bilden sie die ukrainische Staatsbürgernation. Das Bild von der Brücke zwischen Ost und West schien lange Zeit eine angemessene Beschreibung des ukrainischen Selbstgefühls. Wladimir Putin hat jedoch über die Jahre hinweg immer härtere Instrumente angewandt, um die Ukraine auf Russland auszurichten. Im Präsidentschaftswahlkampf 2004 unterstützte er offen und mithilfe russischsprachiger Medien den prorussischen Kandidaten Viktor Janukowitsch. Die Manipulation dieser Wahl wurde Janukowitsch zum Verhängnis. Der Maidan von 2004-2005 erzwang in der Orangenen Revolution die Revision der Wahl. Juschenko wurde der neue Präsident der Ukraine, die sich nun stärker Richtung Westen orientierte. Auf seine Amtszeit folgte 2010 schließlich doch noch Janukowitsch ins Präsidentenamt. 2013 verweigerte er die Unterschrift unter den Assoziierungsvertrag zwischen der EU und der Ukraine. Dies führte zum Euromaidan von 2013-2014. Die ukrainische Zivilgesellschaft setzte sich gegen Janukowitschs zunehmend repressive Herrschaft und seine Blockade des Weges nach Europa zur Wehr. Aus allen Regionen der Ukraine reisten Menschen nach Kiew, um den Maidan zu unterstützen. Der Maidan griff die basisdemokratischen Prinzipien der ukrainischen Kosaken aus dem 17. Jahrhundert auf und überführte sie in Form einer modernen Zivilgesellschaft. Sowjetische Afghanistan-Veteranen und die jüdischen Gemeinden der Ukraine unterstützten den Maidan. Über 100 zumeist junge Menschen fielen im Februar 2014 den Schüssen von Scharfschützen zum Opfer. Die Umstände sind bis heute noch nicht genau aufgeklärt. Russland intervenierte in seinem Nachbarland, annektierte die Halbinsel Krim und zettelte einen verdeckten Krieg von sogenannten prorussischen Separatisten im Donbass an. Wladimir Putin sprach zuletzt von einem Genozid an russischsprachigen Menschen im Donbass. Dies entspricht nicht den Fakten. Es handelt sich um eine Fiktion und eine Propagandalüge Putins, die er für die Rechtfertigung seines Krieges gegen die Ukraine erfand. Heute ist der 9. März 2022. Wie Russlands Krieg in der Ukraine ausgeht, ist momentan nicht absehbar.
Es könnte sich um einen jener kurzen und verlustreichen Kriege handeln, wie den russisch-japanischen Krieg 1904-1905 oder den sowjetischen Winterkrieg gegen Finnland 1939-1940. Kriege, die mehr oder weniger mit einem politischen Status quo endeten. Der Krieg könnte leider aber auch mit einer vollständigen Besatzung der Ukraine enden, so wie die Sowjetunion 1979 ganz Afghanistan besetzte. So wie in Afghanistan würde eine vollständige Besatzung des Landes aller Voraussicht nach mittelfristig an einem hartnäckigen und entschlossenen Partisanenkrieg scheitern. Politisch kann Russland den Krieg nur verlieren. Die Frage ist allein, wann. Wie immer der Krieg ausgeht, wir sollten uns die Zeit nehmen, die Geschichte der Ukraine näher zu betrachten. Sie ist der Geschichte Deutschlands näher als auf den ersten Blick vermutet. Heinrich August Winkler hat die Geschichte Deutschlands als langen Weg nach Westen geschrieben. Die Ukrainerinnen und Ukrainer verteidigen gerade ihren langen Weg nach Westen gegen Russlands Angriff. Unser Video bietet nur einen kurzen Einstieg in die Thematik. Ausführlichere Informationen bieten die folgenden Bücher. Serhii Plochy, The Gates of Europe, eine Gesamtdarstellung ukrainischer Geschichte. Andreas Kappeler, Ungleiche Brüder, ein Buch über das Verhältnis von Russen und Ukrainern. Marcy Shore, The Ukrainian Night, über den Euromaidan von 2013-2014. Und Karl Schlögel, Entscheidung in Kiew, eine Geschichte der Ukraine in Städteporträts.